Hallo ihr Lieben, heute ist es mal wieder Zeit, das gesamte Haus aufzuräumen, wie so oft. Ich habe es jetzt eine Woche, oh Gott, vielleicht auch schon 2, nicht geschafft, hier irgendwas so richtig zu machen. Klar kam ab und zu mal Besuch vorbei und dann musste es so ein bisschen zurechtgeräumt werden, aber jetzt großartig geputzt habe ich nicht. Und das wird sich ganz besonders auf dem Boden sehen lassen. Ich werde euch ein paar Nahaufnahmen zeigen, damit ihr einfach sehen könnt, wie dreckig es tatsächlich an manchen Stellen ist. Denn ich finde, manchmal kommt das im Video gar nicht so schlimm rüber und man denkt sich, was putzt ihr eigentlich ein sauberes Haus? Also ein sauberes Haus. Dabei stimmt es gar nicht. Also wie gesagt, es ist tatsächlich sehr verdreckt hier im ganzen Haus. Heute ist Sonntag. Ihr wisst, Sonntag ist mein Filmtag. Alex ist heute im Garten beschäftigt und die Kinder sind bei den Großeltern. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los, damit wir dann auch viel Zeit haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr putzt schön fleißig mit. Bis dann! Wir beginnen wie üblich im Schlafzimmer. Ihr kennt das ganze Jahr. Die Bettwäsche soll gewechselt werden. Wir wischen schnell den Staub. Und ja, ignoriert die Wäscheberge. An dem Tag kam ich definitiv nicht dazu. Hier seht ihr nochmal unsere Teppiche. Die sind wirklich sehr verdreckt. In Max' Zimmer muss nicht allzu viel gemacht werden, auch wieder das Übliche wie sonst. Ja, das Badezimmer sieht tatsächlich dreckiger aus, als es das sonst tut. Wie ich ja bereits erwähnt hatte, hatten wir diese Woche bzw. die letzten 2 nicht allzu viel Zeit und dementsprechend sieht es hier halt aus. Ab und zu habe ich mal die Flächen gewischt. Ganz ehrlich, man sieht nichts mehr davon, denn ich habe das Gefühl, dieses Badezimmer zieht den Staub an. Ja, der Boden, wie man sehen kann, das ist die eine Ecke, die sammelt sehr viel Staub an und natürlich unterm Bidet. Ja, nach dem Aufräumen werdet ihr sehen, wie schön alles glänzt und man sieht dann auch diese Staubfusseln nicht mehr, auch nicht mehr auf dem Boden. Hier im Wohnzimmer ist nicht allzu viel zu tun. Ebenfalls wie im Esszimmer nicht. Ja, die Küche hat schon bessere Tage gesehen, sagen wir es mal so. Immer noch nicht der schlimmste Zustand, aber auch nicht der beste. In der Küche sind wir natürlich häufiger mal unterwegs und dementsprechend sammeln sich die Krümel und der Staub an den Rändern. Im Flur gibt es auch nicht allzu viel. Wir machen auch wieder das Übliche wie sonst auch. Ja, das Spielzimmer ist eine reine Katastrophe. Also das bleibt nicht aus. Ich weiß nicht warum. Das Spielzimmer ist so immer die Chaoszone schlechthin. Ich muss gestehen, es macht mir nicht allzu viel aus, weil ich es einfach liebe, wenn die Kinder drin spielen. Im kleinen Bad ist auch nicht allzu viel zu tun. Ich habe mich so tierisch darüber gefreut, dass ich endlich eine Bettwäsche gefunden habe, die zu meinem Schlafzimmer passt. Und ich muss gestehen, ich habe mich wirklich gefreut in diesem Augenblick, als ich die alte Bettwäsche abgezogen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, wie anstrengend es sein wird, das Bett mit dieser neuen Bettwäsche zu beziehen. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Erst zu Hause fiel mir nämlich auf, dass die Größe der Kissenbezüge nicht dem Standardmaß in Deutschland entspricht. Es waren also keine 80x80 Kissenbezüge, sondern ich glaube 80x40 oder ähnliches. Deswegen habe ich die 2 kleinsten bzw. die 2 dünnsten Kissen genommen und die dann in der Hälfte zusammengelegt, damit ich diese Bettwäsche auch wirklich benutzen konnte. Hier war ich schon wirklich am Verzweifeln. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schwer ist, dieses große Kissen in dieses kleine Kissenbezug zu bekommen. Damit habe ich einfach nicht gerechnet.
Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque si yo no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado, los frenos los arranqué. Me siento feliz porque vivo mi vida centrado. Te burlaste de... Und das ist pure Freude, meine Lieben. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Und wenn ich diese Nachtschränkchen putze, versuche ich auch immer dran zu denken, nochmal am Bett lang zu wischen. Einfach nur, damit der ganze Staub verschwindet. Yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. A veces yo soy yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo voy a ser otro yo. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. Trata de festejar, celebrar. Und dank dieses Febreze-Sprays hat es so gut im Haus gerochen. Alex hat gleich gefragt, ob ich vielleicht einen Kuchen gebacken habe. Ich musste ihn leider enttäuschen. Nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Und das Bettlaken von Max habe ich schnell in die Wäsche gepackt, als ich hier runtergegangen bin. Und habe es ihm abends wieder draufgezogen, damit er ein frisches Bett hat. I keep them waiting. Makeup on fleek, high heels, ripped jeans, they're all waiting. I'm on my way. Looking in the mirror at myself like who that? Swag on the Zum Staubwischen benutze ich nur Wasser. Ich packe nicht mehr mit rein. Und ein Tuch, womit ich dann einfach wischen kann. yeah, yeah. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. When my friends pull around. Im Badezimmer fange ich generell immer damit an, erstmal alles von den Flächen zu räumen, was da nicht hingehört. Ich versuche das eigentlich im Laufe des Tages schon zu machen. Ihr werdet es kennen, es klappt nicht immer auf Anhieb. Und dann war das halt jetzt auch in dem Fall wieder so. Hier habe ich wirklich darauf gehofft, dass dieses kleine bisschen noch ausreicht. So thick you could cut with a knife. Ask me how I do that. Been fly since way back. Ask me how I do that. Yeah, 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 yeah. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends. Und als ich das Ganze hier, was ihr gerade seht, im ersten Waschbecken gemacht habe, da kam so viel Grütze raus. Und ich war so glücklich drüber, dass ich das auf Kamera festgehalten habe. Natürlich habe ich dann erst gemerkt, dass die Kamera das gar nicht aufgenommen hat. Und naja, dementsprechend seht ihr nicht wirklich viel, denn das zweite Waschbecken benutzen wir nicht allzu häufig. Hier könnt ihr doch sehen, wie viel rauskam. Das ist übrigens vom ersten Waschbecken. Und das habe ich verstopft. Alex musste es nachher reparieren. Yeah, you can bring your friends, we won't mind it. You can bring. Und das ist wirklich was ich jedes Mal benutze und ich kann es jedem empfehlen.
Benutzt einen Fettentferner für eure Badewannen. Ihr kriegt damit alles raus, ihr müsst kaum schrubben. Ich muss hier tatsächlich ein bisschen mehr schrubben, als ich sonst in der alten Wanne immer tun musste, einfach nur, weil die Wanne so eine seltsame Beschichtung hat. Aber mit dem mitgelieferten Spray, was die benutzen, klappt es erst recht nicht. Deswegen empfehle ich wirklich jedem, benutzt dieses Fettspray und alles ist gut. Und auch hier muss ich wieder sagen, wir haben das Badezimmer sehr modisch eingerichtet, ne, und haben versucht, so die besten Armaturen zu holen. Und würde ich nicht wieder machen. Man sieht wirklich jeden Fleck. Und diese freistehende Wanne sorgt dafür, dass ich überall Wasser habe. Ich habe überall Wasserflecken. Hinter der Wanne kann man so schlecht putzen. Ich würde es nicht nochmal machen. Wer von euch zu Hause ein kleines Kind hat oder ein Baby und sich gerade überlegt, ein Haus zu kaufen, ein Haus zu bauen, das Badezimmer umzugestalten, schafft euch ein Bidet an. Das ist wirklich das Beste überhaupt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich Emma dort wasche. Wir benutzen nicht allzu viele Feuchttücher. Die Feuchttücher sind meistens für Max, er ist ja schon größer. Und Emma wasche ich wirklich nach jedem Pampers-Wechseln ab. Und das mache ich im Bidet. Und das ist einfach so toll und so praktisch. Und bevor ich mit dem Badezimmer beginne, versuche ich eigentlich jedes Mal dran zu denken, so einen WC-Reiniger in die Kloschüssel selbst zu gießen oder einzufüllen, wie auch immer. Einfach nur, damit es einwirken kann und sich dann dieser ganze Schmutz in der Toilette selbst lösen kann. Das Ganze lasse ich so circa eine Stunde einwirken und gehe danach mit einer Klobürste drüber, auch im Wasser selber, und es löst sich wirklich alles super raus. Ich benutze ja sonst immer die Frosch-Produkte. Momentan teste ich die Eigenmarke von Lidl aus, ob diese mir vielleicht besser gefällt. Und sowohl der Teppich hier im Esszimmer als auch der im Flur knistern jedes Mal beim Staubsaugen, weil da einfach so viel Sand und irgendwelche Krümel der Kinder drin sind. In einem meiner Videos hatte ich bereits erwähnt, dass ich absolut keinen grünen Daumen habe. Und die einzigen Pflanzen, die bei uns überleben, sind wirklich diese beiden Orchideen. Stay with me.
hier seht ihr, wie viel Staub ich eingesaugt habe und das war nicht wenig. Ganz ehrlich, nicht nur in der Küche, sondern eigentlich im ganzen Haus habe ich immer keine Ahnung, wo ich anfange und wo ich ende. Und deswegen beginne ich dann einfach irgendwo. Wie hier halt auch immer, der Toaster, der Sandwichmaker, das ist immer so das, was überall rumflattert. Und die 2 Wasserflaschen habe ich ausgekippt, einfach nur, weil ich nicht wusste, wie alt diese schon waren. Und das ist eine Aufgabe, vor der ich mich jedes Mal drücke oder die ich immer verschiebe. Und deswegen habe ich meistens immer irgendwas zum Spülen da. Ich mag es einfach nicht zu spülen. Ich packe ja wirklich fast alles in die Geschirrspülmaschine. Allerdings halt kann ich keine Kuchenbleche da reinpacken oder halt auch keine Pfannen. Tonight we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Die Brotdosen der Kinder werdet ihr übrigens auch in den Nachherbildern sehen. Und ja, ich hätte sie verstecken können, so wie in meinem letzten Aufräumvideo. Aber ich hatte keine Lust dazu. Ich wollte es so realistisch wie möglich halten. Ich liebe es wirklich, ein sauberes Spülbecken zu haben. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass es danach wieder gut roch und alles gut aussah. Ich muss dazu sagen, wir müssen das Rohr da abbauen. Inzwischen schon, ich glaube, zum 3. oder 4. Mal. Irgendwas ging bei dieser Küche schief. Und nachdem die Küchenleute bei uns waren und das Ganze installiert haben, stinkt es jedes Mal aus diesem Abfluss, weil das eine Rohr falsch eingebaut wurde und dann das ganze Wasser dort steht. I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when... Jedes Mal, wenn ich mir meine Videos angucke, denke ich, oh mein Gott, warum kann das Aufräumen nicht so schnell gehen, wie dieses Video dann am Ende geschnitten ist? Und am meisten Zeit verbringe ich meistens wirklich im Spielzimmer. Aber das ist so etwas, was ich einfach nicht mag. Es liegt so viel Kleinkram rum und ich weiß meistens gar nicht, wohin damit. Und die Kinder haben einfach zu viel. Ich weiß, ich müsste es aussortieren, aber ihr wisst ja, ich arbeite ja noch nebenbei und habe die Kinder und das ist dann einfach alles zu viel. Irgendwann komme ich dazu und dann habe ich auch hoffentlich weniger zum Aufräumen. Ja, das letzte Zimmer für den Tag. Ich muss wirklich sagen, der Sonntag ist bei uns echt immer für den A-Punkt. Alex' Eltern haben ja die Kinder fast jeden Sonntag. Und eigentlich ist das der Tag, wo wir uns entspannen sollten, weil wir endlich mal nur die Zeit für uns beide hätten. Und das tun wir nie. Wir verbringen ihn immer damit, dass ich aufräume und Alex irgendwas im Haus oder Garten erledigt. Das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht vorhatte, aber ich muss sagen, dieses Kreppband hat mich schon die ganze Zeit gestört. Also habe ich es überall abgezogen. Wenn wir dann tatsächlich soweit sind, um zu streichen, werden wir nochmal Neues dran machen. Jetzt sieht es so viel besser aus. Die Folie an den Leisten selbst habe ich allerdings noch gelassen. What you can do, make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. With every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making. Wie
ihr Lieben, wir haben es mal wieder geschafft. Man sieht es an meinen Haaren. Die stehen dann immer zu Berge. So, wir sind fertig. Das ganze Haus ist geputzt. Die Kinder sind wieder zurück. Ich stehe jetzt in meinem absoluten Traumzimmer. Bis auf das hier. An der ganzen Geschichte hier arbeite ich noch. Ja, ihr habt gesehen, wir haben wirklich alles geputzt. Emmas Zimmer nicht. In Emmas Zimmer musste ich nicht allzu viel machen. Das war schon ziemlich sauber und euch zu zeigen, wie ich das Zimmer staubsauge, war jetzt nicht notwendig, fand ich. Ansonsten haben wir uns wirklich um viel gekümmert. Wir gehen jetzt nochmal raus, genießen den restlichen Abend mit den Kindern, bevor es dann morgen wieder zur Arbeit geht. Ich wünsche euch allen viel Spaß, bedanke mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! You on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, and show me what you can.